Heute zeige ich euch, wie ihr diesen Einteiler für Babypuppen nähen könnt. Und der ist super einfach zu nähen und vor allen Dingen auch super einfach an- und auszuziehen oder relativ einfach, also gut geeignet für Nähanfänger und auch für ganz kleine Puppenmamas und Puppenpapas. Und den Link zu diesem Schnittmuster findet ihr unter diesem Video, und zwar ist das verfügbar in 2 Größen, einmal für eine 25 und einmal für eine 45 cm große Puppe. Ihr könnt das Schnittmuster natürlich auch etwas größer oder kleiner ausdrucken, wenn ihr das für eine andere Puppengröße haben wollt. Ihr müsst dann nur die Nahtzugaben ein bisschen anpassen. Das ist aber grundsätzlich bei Puppenkleidung kein Problem. Ihr braucht dafür ein Stück Baumwollstoff. Ich habe so ein Double Gauze Mousseline dafür genommen. Ihr könnt aber auch zum Beispiel Jersey nehmen oder Nikki oder Fine Cord, also solange der nicht zu dick ist, der Stoff, seid ihr da frei. Dann braucht ihr passendes Nähgarn und elastisches Band für den Tunnelzug. Ich nehme hier so ein Nähgummi und nehme das dann doppelt. Ihr könnt auch so ein ganz dünnes Haushaltsgummi nehmen, also sowas hier, aber das ist schon fast zu dick. Das gibt es auch in 3 mm und das wäre auch geeignet. Genau, und dann starten wir und schneiden als erstes uns den Stoff zu. Und zwar müsst ihr den Stoff dafür doppelt legen. Also der ist jetzt hier so doppelt gelegt. Und das Vorder- und das Rückenteil wird auch zweimal ausgeschnitten. Das heißt, das könnt ihr euch hier dann drauf platzieren. Achtet auf den Fadenlauf. Der Fadenlauf sollte so liegen, dass die Rippen im Stoff von euch wegzeigen. Bei dem Double Gauze Mousseline hier sieht man das nicht so gut, aber beim Jersey zum Beispiel seht ihr ja ganz klar die Linien von den einzelnen Rippen im Stoff und parallel dazu verläuft quasi der Fadenlauf. Und die Ärmelchen, das sind diese hier, die werden auch zweimal zugeschnitten, aber im Bruch. Das heißt, die legt ihr hier genau an diese gefaltete Stoffkante und schneidet sie dann zweimal zu. Ja, jetzt habe ich fertig zugeschnitten und das erste, was wir jetzt machen, ist, wir schließen uns die Mittelnähte und zwar legen wir uns dazu beim Vorderteil die beiden Teile rechts auf rechts. Hier sieht man das jetzt nicht, weil beide Stoffseiten gleich sind, aber falls das bei euch ein Unterschied ist, legt die rechts auf rechts und jetzt schließen wir uns einmal die Naht hier, also von hier bis hier. Und bei dem kleinen Schnittmuster beträgt die Nahtzugabe überall 0,5 cm, bei dem großen 1 cm. So, und dasselbe machen wir jetzt hier beim Rückteil. Das legen wir auch rechts auf rechts, wenn euer Stoff rechte Seiten hat. Und auch hier schließen wir jetzt diese Mittelnaht von hier unten bis hier oben. Okay, als nächstes versäubern wir uns diese Naht jetzt mit der Overlockmaschine oder wenn ihr keine Overlockmaschine habt, dann einfach mit dem Zickzackstich der Nähmaschine. Also die Kanten hier versäubern. Ja, und als nächstes nehmen wir uns jetzt die Ärmel an den Oberteilen bzw. an den Vorder- und Rückteil fest und wir starten einfach mal mit einem Ärmel und dem Vorderteil und falten uns das so auf, dass die rechte Stoffseite oben liegt und legen uns dann einen Ärmel rechts auf rechts hier oben an diesen Armausschnitt. Und den zweiten Ärmel können wir uns auch schon gleich dran legen, einfach auf die andere Seite. Und jetzt schließen wir die Naht von hier, diese Kante und dann einmal hier die Ärmelrundung bis zur Seitennaht. Und auf der anderen Seite genauso. Ja, so schaut es jetzt aus. Und jetzt machen wir dasselbe mit der anderen Seite, also mit dem Rückenteil. Das falten wir uns auch auf, legen die rechte Stoffseite nach oben und legen uns hier dann die Ärmel an. Könnt ihr euch auch stecken, damit ihr hier nicht durcheinander kommt. So. Und der andere Ärmel kommt auf diese Seite. So, also ich zeige es nochmal, ich klappe es einmal auf, damit ihr es besser sehen könnt. Also hier haben wir eben genäht und hier nähen wir jetzt. Also praktisch genau dasselbe auf der anderen Seite. Also hier die Schräge und dann entlang der Ärmelrundung auf beiden Seiten. So, jetzt habe ich mir die Nähte geschlossen und als nächstes versäubere ich mir alle 4 Nähte mit der Overlockmaschine oder dem Zickzackstich der Nähmaschine. So, und als nächstes säumen wir uns jetzt die Ärmelkanten und dazu schlagen wir die einfach nach innen ein und zwar
wenn ihr die kleine Version näht, dann einmal bei 0,3 mm und dann nochmal bei 0,5, also die Breite quasi von dem Umschlag ist jetzt 0,5. Und bei der großen Version sind es erst 0,5 und beim zweiten Mal umkrempeln 1 cm, die das hier, ja, der Umschlag breit sein sollte. Und dann stecken wir uns das hier fest. So, und auf der anderen Seite genauso. Also einmal bei 0,3 mm circa umschlagen und einmal bei 0,5. Und bei der großen Version einmal bei 0,5 und circa 1 cm. Kommt auf den Millimeter natürlich nicht an. So, und jetzt steppe ich mir das hier einmal ab, einfach entlang der Kante in einem ganz normalen Geradeausstich. Ja, so schaut es jetzt aus. Und als nächstes nähen wir uns jetzt die Beinnähte zusammen. Und dazu falten wir uns das rechts auf rechts. Also so liegt der Strampler ja später. Und das hier in der Mitte ist quasi unsere, ja, innere Beinnaht. Und die stecke ich mir jetzt hier auch zumindest an den Ecken einmal zusammen. Und einmal hier am Schritt, dass die hier schön aufeinander liegen, die beiden Nähte. So, und jetzt nähe ich mir die auch mit 0,5 bzw. beim großen Schnittmuster 1 cm Nahtzugabe zusammen und anschließend versäubere ich die auch gleich mit der Overlockmaschine oder mit dem Zickzackstich. Ja, und wenn ihr die Beinnähte geschlossen habt, dann könnt ihr euch hier unten den Tunnelzug nähen. Und zwar machen wir das so, indem wir die Beinnaht nach hinten umschlagen. Und jetzt schlagen wir uns das genau wie eben bei den Ärmeln auch wieder um. Und hier könnt ihr es ein bisschen breiter machen, also vielleicht so bei 0,5 und 0,7 umschlagen, bei dem kleinen Schnittmuster zumindest. Bei dem großen könnt ihr wieder bei 0,5 und 1 cm umschlagen, weil wir hier gleich ein Gummiband durchziehen und das wird bei dem kleinen Schnittmuster sonst ein bisschen eng. Deswegen hier auf 0,7 mm ungefähr gehen. Genau, auf der anderen Seite stecke ich mir das genauso. So, und jetzt steppe ich mir das wieder genau wie eben einmal ab im normalen Standardstich auf beiden Seiten. So, und jetzt, bevor wir uns die Seitennähte hier schließen, ziehen wir uns hier das Gummiband ein und dafür nehme ich mein Nähgummi und das will ich doppelt nehmen, deswegen schneide ich mir jetzt hier so, ja, ca. 40 cm ab und dann nehme ich meine Tunnelzugnadel, falls ihr sowas nicht habt, also es ist so eine stumpfe Nadel. Falls ihr sowas nicht habt, könnt ihr einfach auch eine normale, etwas dickere Nähnadel nehmen und die rückwärts durch den Tunnelzug schieben, sodass ihr nicht mit der Spitze hängen bleibt. Das geht natürlich auch. Und dann ziehe ich mir das hier durch. Und kann mir das dann hier so zusammenziehen. Das fixiere ich jetzt noch nicht, lasse jetzt erstmal die Fadenenden hier hängen und mache auf der zweiten Seite dasselbe. So, und jetzt müsst ihr mal schauen, wie schmal die Fesseln eurer Puppe sind und das vielleicht mal ausprobieren, weil das sollte nicht über den Fuß rüberrutschen logischerweise, aber auch nicht so eng sitzen, dass das Bein irgendwie eingeschnürt wird. Und ich probiere das jetzt hier einfach mal an und dann mache ich mir hier einen Knoten rein. Genau, machst dann auf der zweiten Seite genauso weit circa. Ja, und jetzt können wir die Seitennähte schließen und dazu stecke ich mir das hier nochmal aufeinander und zwar so, dass hier die Abschlüsse von den Ärmeln möglichst genau aufeinander liegen und auch hier die Achselnaht. Und dann hier unten müsst ihr schauen, dass ihr beim Nähen das so ein bisschen rauszieht, das Gummi, dass ihr hier auch diese beiden Abschlüsse glatt aufeinander nähen könnt. Und jetzt schließen wir einmal hier von oben bis nach unten die Seitennähte und versäubern die dann wieder mit der Overlockmaschine oder dem Zickzackstich. Ja, und wenn ihr jetzt mit der Overlock versäubert habt, dann habt ihr hier auch diese Fäden hängen wahrscheinlich. Und die ziehen wir uns jetzt einmal in die Naht rein. Ich nehme dazu normalerweise immer eine kurze Puppennadel. Ihr könnt aber auch eine normale Nähnadel nehmen, die muss bloß ein bisschen dicker sein, damit ich hier die ganzen Fäden aufnehmen kann. Und dann schiebe ich die Nadel einfach hier so in dieser Overlocknaht ein Stück zurück, fädel mir den Overlockfaden ein
und ziehe den hier durch. Und dann kann ich den einfach abschneiden und da ribbelt nichts mehr auf. Und genau dasselbe mache ich jetzt hier an den anderen Nähten auch. Okay, jetzt stecken wir uns noch den Tunnelzug zusammen. Und dazu macht ihr wieder genau dasselbe wie an den anderen Säumen. Das heißt, ihr schlagt das hier bei 0,3 etwa und dann 0,7 wieder um. Und bei dem großen Schnittmuster natürlich entsprechend bei 1 cm. Und steckt euch das hier rundherum einmal fest. So, und wenn wir uns das jetzt nähen, dann steppen wir ganz normal wie vorher auch hier einmal außen rum, aber lasst euch eine kleine Stelle offen von so einem Zentimeter, damit wir später noch das Gummi für den Tunnelzug einziehen können. Ja, und jetzt brauchen wir wieder unser Gummiband und das nehme ich auch wieder doppelt, diesmal aber ein längeres Stück, also vielleicht so 2,5 Meter oder so, also 1 Meter insgesamt, und ziehe mir das wieder auf meine Tunnelzugnadel oder auf meine normale Nadel, je nachdem, was ihr da habt. Und dann gehe ich hier in die kleine Öffnung rein, die ich mir gelassen habe, und schiebe mir das einmal durch den kompletten Tunnelzug durch. So, und dann könnt ihr hier das Ganze mal auf rechts wenden. Vorsichtig, dass euch die Enden hier nicht wieder reinrutschen. Hätte man vielleicht schlauerweise auch vorher machen können. So. Und dann könnt ihr das entweder jetzt zuziehen und zuknoten oder wenn ihr die Puppe da habt, für die ihr näht, dann könnt ihr am besten eine Anprobe machen und schauen, wie eng das am Hals tatsächlich werden soll. Und jetzt ziehe ich mir das so eng zusammen, wie ich das haben möchte. Und verknote mir das dann. Genau, und dann ziehe ich mir den Knoten hier so ein bisschen rein. Und jetzt muss ich natürlich noch das letzte Stück hier zuziehen, deswegen muss ich meinen Anzug wieder ausziehen. So, und jetzt schneide ich mir hier mein Band zurück und ziehe das so in den Tunnelzug rein, dass es da drin verschwindet. Und jetzt schließe ich mir hier noch das letzte Stückchen Naht, was noch offen ist. So, unser Overall ist jetzt fertig und ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich wünsche euch viel Freude beim Nachnähen.